I'm back in my bag, yo. Conscious. ISO. Down. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit. Ciao Leute, also mich persönlich hat es schon beunruhigt, all diese Schlagzeilen vor kurzem über herabfallende Lenkräder bei Tesla Model Y. Und deshalb habe ich etwas recherchiert und das, was ich zusammenbekommen habe, erkläre ich euch in diesem Video. Es ist nicht nur ein Problem von Tesla, sondern es gab es schon immer dieses Problem, dass irgendwie ein Lenkrad bei einem Fahrzeug sich gelöst hat, während der Fahrt oder wie auch immer. Und diese Voruntersuchungen, die NHTSA, die Verkehrssicherheitsbehörde in der USA, jetzt eingeleitet hat, die hat jetzt vor allem mit zwei Vorfällen zu tun. Eins davon ist über Twitter bekannt geworden. Es ist nämlich beides in USA passiert mit Model Y, die in Austin, Texas produziert worden sind. Und ganz in Kürze ein Tesla-Fahrer, der sein Fahrzeug gerade mal 5 Tage lang gefahren ist, ist auf dem Highway in New Jersey unterwegs gewesen, als ihm tatsächlich sein Lenkrad ja quasi entgegengekommen ist. Der Typ, um den es geht, hat seine beiden Hände am Lenkrad gehabt, als er dann gemerkt hat, dass das Lenkrad sich gelöst hat. Das war natürlich für ihn ein Schock. Er hat sofort abgebremst. Hinter ihm war zum Glück keiner und es ist auch niemandem was passiert. Unmittelbar danach hat er auch ein paar Fotos und sogar ein kleines Video gemacht von dem Vorfall. Und direkt am nächsten Tag hat er das an Elon Musk getwittert. Eine Antwort erhielt er jedoch nicht. Auch allgemein die Medienaufmerksamkeit war eher vernichtend gering. Sein Auto wurde an dem Tag abgeschleppt. Und er begann auch ganz normal in der Tesla-App eine Konversation mit Tesla Service. Nichtsdestotrotz am nächsten Tag hat er es wieder bei Elon Musk versucht und hat diesmal ein paar mehr Leute gemenschent sozusagen. Und dann begann die Geschichte langsam seinen Lauf. Wie kann es denn nun passieren, dass ein Lenkrad nicht festgedreht ist? Die Voruntersuchung, die jetzt bereits eingeleitet worden war, die hat bereits jetzt schon Folgendes ergeben. Es gab insgesamt 2 solche Vorfälle, und zwar am Ende der Produktionsstraße. Was auch immer an dem Auto nicht in Ordnung gewesen war, es war notwendig, das Lenkrad nochmal auszubauen und wieder einbauen. Und allem Anschein nach wurde beim Wiedereinbauen vom Lenkrad diese so wichtige Schraube vergessen. Das war natürlich ein Schock für ihn. Und für seine Familie. Er hat sein Auto natürlich abschleppen lassen, hat das Lenkrad nicht wieder dran gekriegt. Ja, wozu auch. Ist selbstverständlich super unsicher und hätte echt böse enden können. Auf seine Tweets mit Fotos und teilweise Videobeweismaterial, die er dann noch, ja, während er angehalten war auf dem Highway noch geschossen hat, hat Elon Musk nicht reagiert oder auch Tesla. Der Typ ist aber auch weiter dran geblieben und hat so gesehen seine jetzt wachsende Gefolgschaft immer weiter unterrichtet von dem, was passiert ist. Und man hat auch gesehen zum Beispiel, was und wie Tesla Service mit ihm kommuniziert hat. Das Dumme war jetzt, als das Auto bereits im Tesla Service war, man hat ihm gesagt, okay, wir haben es jetzt gefixt, ihr könnt es ja abholen, und ihm wurde sogar eine Rechnung von $103 zum Abnicken sozusagen in die App geschickt. Da war er dann selbstverständlich auch empört, weil es ist ja eigentlich ein Garantiefall, ein ganz klarer. Und ich muss sagen, ich hatte eine ähnliche Erfahrung ebenfalls schon gehabt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es nun gewesen ist. Da ist es aber so, du wirst erst mit dieser Rechnung konfrontiert und musst abnicken, ja, das ist in Ordnung, machen Sie weiter. Auch wenn es hinterher dann sehr oft hieß, ja, nein, das Fahrzeug ist neu genug, das wird jetzt alles auf Garantie gehen. Das hat natürlich den Typen auch sehr empört, verständlich. Und auch das hat er publik gemacht. Was am Ende aber geschah, Tesla hat gesagt, ja, wir haben das Fahrzeug repariert, das können Sie abholen. Der Typ wollte aber das Auto nicht haben. Also dadurch, dass es schon so ein gravierender Fehler drin war, kann sein, dass da sonst noch irgendwas ist. Nein, er wollte sein Geld zurück. Und Tesla hat ihm dann schließlich 2 Optionen zur Wahl gestellt. Und zwar zum einen eben sein Auto einfach repariert mit Garantie zurückzubekommen. Oder sogar ein neues Auto, ein anderes Model Y, ihm zu geben. Und er hat dann seine Twitter-Gefolgschaft nach Elon Musks Manier ein Voting gemacht. Und dort haben die auf Twitter über 84% abgestimmt, dass er doch sich lieber ein neues Auto von Tesla holen soll. Was er auch gemacht hat. Und
Ende Februar war es auch soweit, er hat dann sein neues Model Y abholen können. In der Zwischenzeit hat er aber auch ein Live-Fahrzeug gehabt. So viel zum Thema. Also alleine an dem Tag, wo diese Geschichte in den USA ein bisschen rumging, ging sogar die Aktie irgendwie um 3% runter. Und später hieß es, dass möglicherweise bis zu 120.000 Fahrzeuge potenziell davon betroffen sein könnten. Aber als die Voruntersuchung von Nizza begann, die betroffenen 2 Fahrzeuge, bei denen jetzt das festgestellt worden ist, wo die eigentliche Sicherungsschraube, das ist so eine fette Schraube, die in der Mitte reingedreht wird, an diesen 2 Fahrzeugen wirklich komplett gefehlt hat. Diese 2 Autos, die in Nizza bekannt sind, die diese Lenkprobleme haben, haben Folgendes gemeinsam. Sie wurden in Austin, Texas gebaut und sie wurden am Ende der Produktionsstraße noch einmal repariert, im Sinne von, bei denen musste das Lenkrad aus und wieder eingebaut werden. Und eben beim Einbau haben sie diese Sicherungsschraube vergessen. Ist natürlich fatal. Man muss auch dazu sagen, die Sicherheitsschraube, die befindet sich unterm Airbag, und sobald jetzt jemand dieses Airbag auf das Lenkrad schon drauf klatscht, sieht man nicht, ob die Schraube drin ist oder nicht. Man muss schon an dem Lenkrad ziehen, um es festzustellen. Scheinbar hat es keiner gemacht und das Lenkrad und die Lenksäule, die passen so gut aufeinander, dass man es sogar nicht sofort bemerkt, was natürlich extrem unglücklich ist. Aus den Bildern, selbst aus Shanghai, und auch hier seht ihr, dass das Lenkrad von einem Menschen eingebaut wird. Also das Lenkrad wird eingebaut, dann wird die Schraube festgezogen und dann kommt eben Airbag mit der Hupe obendrauf. Die Verkehrssicherheitsbehörde, die geht natürlich vom Worst Case aus. Und wie auch immer sie auf diese Zahl 120.000 kommen, das sind irgendwie Autos, die zumindest diesen Weg innerhalb einer bestimmten Zeit passiert sind. Aber ich persönlich glaube nicht, dass 2023 alle 120.000 Autos, die diese Produktionsstätte verlassen haben, dass sie am Ende der Produktionsstraße repariert werden mussten, wobei das Lenkrad eben aus- und eingebaut werden müsste. Aber potenziell betroffen sind sie schon. Diese Voruntersuchung kann natürlich auch zu einem Rückruf und in diesem Falle sogar einem größeren Rückruf für Tesla werden. Das wissen wir jetzt noch nicht. Diesen Fehler, wie ihr bereits vermutet habt, kann Tesla nicht mittels Over-the-Air-Update beheben. Bei der Qualitätskontrolle wissen wir, da geht es nicht nur um Lenkräder, sondern auch um viele andere Sachen. Hat Tesla hier und da schon mal für Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise insbesondere bei Tesla schauen die Medien da sehr kritisch drauf. Was glaubt aber ihr? Warum wird am Ende der Produktionsstraße nochmal es vonnöten sein, das Lenkrad wieder aus- und einzubauen? Falls du eine Idee hast, was am Ende der Produktionsstraße kaputt sein könnte, dass das Lenkrad wieder aus- und eingebaut werden müsste, hinterlasse bitte einen Kommentar unterhalb des Videos. Dass aus dieser Aktion eine echte Rückrufaktion wird, wo 120.000 Fahrzeuge in der Werkstatt bei Tesla Service überprüft werden müssten, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal, wenn, dann würde Tesla diesen betroffenen Leuten von diesen 120.000 Fahrzeugen sowas Ähnliches wie eine Mail schicken und diese bitten dann beispielsweise im Stehen selbstverständlich einmal versuchen, das Lenkrad abzunehmen. Sollte das Lenkrad nicht fest sein, natürlich nicht fahren und Tesla Service rufen, aber ansonsten, wenn das Lenkrad fest sitzt, dann ist die Schraube auch da und da kann auch nichts passieren. Wir in Deutschland oder in der Schweiz beziehungsweise auch in Europa bekommen unsere Model Ys aus Brandenburg und aus China, wo jetzt solche Fälle nicht bekannt sind. Dementsprechend können wir aufatmen und uns darüber freuen, dass wir nicht die Amis sind. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich ein ernsthaftes Thema und ich hoffe, es bleibt bei diesen 2 Autos. Zum Glück wurde auch in beiden Fällen niemand verletzt. An sich ist auch dieser Fehler nicht wirklich neu und nicht wirklich nur Tesla-spezifisch. In den letzten Jahren wurden bei Lincoln, bei Ford insgesamt über 1,5 Millionen Fahrzeuge wegen des gleichen Fehlers untersucht.
und zum Teil rückgerufen. Zuletzt wurden auch 1000 Elektroautos von Nissan zurückgerufen wegen demselben Fehler. Meine persönliche Meinung dazu ist, solange die Menschen die Autos zusammenbauen und überprüfen und nicht die Unit-Tests und Roboter, werden Fehler passieren. Wichtig ist natürlich, dass die Autobauer und selbstverständlich Tesla diese Fehler in Zukunft auch komplett ausschließen können. So, vorsichtshalber mache ich meinen Selbsttest und ziehe ganz fest dran an meinem Lenkrad. Nein, da bewegt sich nichts. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, bleib gesund, fahr vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.